Hi, hier ist Bob Hatten. Gottes Segen für heute und ich hoffe, dass ihr Mut bekommt für den Tag. Lasst uns unser Merkvers in dieser Woche dann kurz nochmal lesen in Epheserbrief Kapitel 3, Vers 10. Damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben wird. Und von dort gehen wir zurück in der Apostelgeschichte, Kapitel 13. Paulus und Barnabas, die sind dann rausgeschickt von der Gemeinde in Antiochien. Die sind erstmal nach Zypern und jetzt von Zypern auf dem Festland in heutige Türkei, Kleinasien. Und sie kommen dann zu einer Stadt auch namens Antiochia, aber nicht Antiochia in Syrien, sondern Antiochia in Pisidien, also mittendrin in der Türkei. Gar nicht so ganz weit weg von dort, wo Paulus herkommt. Und ich lese dann einige Verse vor aus der Apostelgeschichte 13, vom Vers 13, dass wir uns dann reinfinden kann in diese Geschichte. Als aber Paulus und seine Begleiter von Paphos abgefahren waren, kamen sie nach Perge in Pamphylien. Johannes aber sondeten sich von ihnen ab und kehrte nach Jerusalem zurück. Und sie zogen von Perge aus hindurch und kamen nach Antiochia in Pisidien. Und sie gingen am Tag des Sabbats in die Synagoge und setzten sich. Aber nach dem Vorlesen des Gesetzes und der Propheten sandten die Vorsteher der Synagoge zu ihnen und sagten: Ihr Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermutigung an das Volk habt, so redet. Und Paulus aber stand auf, winkte mit der Hand und sprach: Männer von Israel und ihr, die ihr Gott fürchtet, hört. So, Paulus ist dann in seiner ersten Stelle in Kleinasien und das war dann irgendwie eine Strategie, die er hatte, wollte Kontakt machen mit den Leuten im Land und so ist er in die Synagoge gegangen. Jetzt weiß ich nicht, wie er sich gekleidet hat. Saulus von Tarsus war ja ein Rabbi, ein Lehrer. Und vielleicht hat er irgendwie einen Schal an oder was und die haben ihn erkannt als Lehrer. Und so haben sie ihn gefragt, ob er ein Wort der Ermutigung an die Gemeinde hatte. Und ich finde das ganz gut da. Also der Gottesdienst hat schon begonnen. Die waren schon ein Stück, ich weiß nicht, wie lange sie gedauert haben, ich weiß nicht, was alles passiert musste, aber nach einer gewissen Zeit kamen die Vorsteher zu Paulus und haben ihn gefragt, ob er ein Wort der Ermutigung hat. Und Paulus hat dann eingegriffen. Wenn ich predigen muss, dann brauche ich nicht immer, aber oft sehr lang, um mich vorzubereiten, um ein Thema zu finden, um einige gute Illustrationen zu haben, um mich auch mit dem Text auseinanderzusetzen. Aber ich muss euch ehrlich sagen, seit mehr als 40 Jahren setze ich mich auseinander mit diesem Text. Seit 40 Jahren bin ich dabei, Predigten vorzubereiten und auch dann abzuliefern. Am Anfang war ich ganz schlecht. Und ich denke, über die Jahre ich ein bisschen besser geworden bin. Als ich dann unterwegs war, das erste oder zweite Mal in Indien, habe ich etwas gelernt. Jemand mir gesagt hat vorher, sei flexibel, sagt die Bibel. Man musste auch bereit sein, spontan zu sein. Und ich erinnere mich einmal, wir sollten dann im Auto steigen, um zum Gottesdienst zu gehen. Also das war ein Witz eigentlich, in der Gemeindehaus, die Kirche war vielleicht 300 Meter von wo wir gewohnt haben. Ein bisschen Bewegung hätte uns gut getan. Aber sie bestand darauf, wir sollen dahin hinfahren. Ein bisschen etwas von der Würde, der geistlichen Würdenträger oder was weiß ich nicht. Aber als wir unterwegs waren, da waren ein paar Amerikaner mit mir dort und sie haben den gastgebenden Freund gefragt, wer predigt heute Morgen in dem Gottesdienst? Wir waren etwa 100 Meter vor der Kirche und der Gastgeber hat gesagt, heute Morgen predigt Hatten. Also ich war dran und ich hatte dann etwa
halbe Stunde, um schnell zu überlegen, was ich predigen soll. Hier hat Paulus keine halbe Stunde, keine 5 Minuten. Hast du ein Wort, dann sag's uns. Und er wollte diese Gelegenheit nicht verpassen. Und als ich das gelesen habe, ich habe mich das als Herausforderung angesehen, nämlich kann ich das Wort denn nehmen und zu Zeit und Unzeit auch weitergeben. Brauche ich so viel Zeit, denn um mich vorzubereiten, so viel Zeit, um auseinander mich zu setzen mit Gottes Wort. Ich liebe das Wort Gottes und ich denke, dass das Studium des Wortes Gottes auch sehr wichtig ist. Früher hat man gesagt, das braucht man alles nicht. Man steht auf, man geht an die Kanzel und dann, was auch im Sinn kommt, dann sagt man weiter. Denn Jesus sagt, es wird zu euch in jener Stunde eingegeben. Man verwechselt aber das in Kontext zu lesen, wo es heißt, wenn man vor Gericht ist, dann wird es das in jener Stunde eingegeben. Aber wir sollten als Arbeiter, als gute, fleißige Arbeiter erfunden werden und das Wort Gottes dann richtig bearbeiten. Und das ist wichtig, aber noch viel wichtiger ist, dass wir uns selbst vorbereiten, dass wir uns selbst bereit sind, dass wir Zeit verbracht haben in Gottes Gegenwart. Und ich habe dann vor einigen Monaten ich habe eine Predigtschule gemacht. Ich habe versucht, einige Tipps zu geben, wie predigt man. Nun, diese Schule habe ich bereits einmal gemacht in den 90er Jahren. Und als ich das damals gemacht habe, ist es sehr gut angekommen bei den Leuten. Und sie haben sich sehr bedankt und das war sehr praktisch und sie haben das dann richtig ergreifen können. Nun, am Anfang von dieser Predigtschule, ich habe so eine Papiere, wo ich denn eine gewisse Entwicklung von der Predigt da lege und sehe, wie die Predigt und wie gepredigt wurde über die Jahrhunderte und auch bis in unsere Zeit hinein und wie auch in den letzten Jahren dieser Predigtstil sich verändert hat. Und als ich jetzt dieses zweite Mal diese Predigtschule gemacht haben. Ich habe gedacht, das, was ich damals Ende der 90er Jahre gelehrt hat, das, was so gut angekommen bei den Leuten, das gilt nicht mehr. Die Zeiten haben sich geändert und ich musste mich ständig umstellen. Um da herauszufinden, was ist das Richtige, was bringe ich am besten dran bei den Leuten. Und besonders in dieser Zeit, wo wir viel jetzt mit dem Internet arbeiten, müssen wir Gott fragen, wie kann ich viel mehr sagen in einer viel kürzeren Zeit. Und die Aufmerksamkeit der Leute ist immer kürzer geworden, auch durch die Medien, die wir haben. Und wir müssen schnell zum Punkt kommen und auch schnell fertig sein. Paulus hat das getan. Was hat er getan? Der hat ganz einfach, hat er denn die Geschichte Israels denn erzählt und das hingeführt zu Jesus und hat gezeigt, wer Jesus ist durch die hebräischen Schriften. Seine Art ist so eingeschlagen wie eine Bombe. Ich habe das gelesen, seine Predigt, was für heute Morgen ein bisschen lang zu lesen war, aber es dauert 2 Minuten, um da durchzulesen. Und der ist zur Sache gekommen. In Vers 42 lesen wir am Ende seiner Predigt, da heißt es, und als sie hinausgingen, baten sie, dass am folgenden Sabbat diese Worte noch einmal zu ihnen geredet wurden. Und das ist genauso, was passiert ist. Nämlich am nächsten Sabbat kamen sie wieder, Vers 44. Am nächsten Sabbat aber versammelten sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Und das wünsche ich uns, dass wir immer bessere Wege finden, das Wort Gottes an den Menschen ranzubringen, dass eine größere Hunger nach Gottes Wort zu verzeichnen wird. Wir als Prediger, wir müssen dranbleiben und hören, wie man oder herausfinden, wie wir das Wort besser hinbringen kann, mit Kreativität und alles Mögliche. Aber wie ist das mit den Zuhörern? Und ich möchte sagen, liebe Zuhörer, nehmt die Bibel in der Hand. Hört auch nicht diese Mutmacher, nur um Zeit zu sparen, sondern das, was euch hängen bleibt und euch bewegt, bearbeitet das für euch in der Bibel. Lest die Bibel und ihr werdet die größte Gewinn davon haben. Also Gottes Segen
einen schönen Tag. Bis morgen, euer Bob Hatton.